so auf der Werkbank nichts Neues. Ich werde das Diorama für die Artillerie und das Stuck ändern. Und zwar kommt nicht beides auf das Diorama drauf, sondern ich werde es splitten. Ich bekomme beide ein extra Diorama. Ich werde es aber trotzdem so weiterführen wie gehabt, damit es dann nicht allzu große Verwirrungen gibt. Dann legen wir mal los mit der Alterung. Ich starte da immer mit einem dunklen Washing, in diesem Fall schwarzes Washing, bestehend aus Ölfarbe und geruchlosem Terpentin. Da einfach so aufpinseln. Man kann auch nur die Vertiefungen betonen, wenn man einen feinen Pinsel benutzt, aber ich mache das einfach immer über alles. Das ist Geschmackssache. Ich habe jetzt kein Problem, wenn das Modell da ein bisschen dunkler wird. Ich meine, das ist ja von Haus aus eigentlich eh schon relativ hell. Da kann man das schon machen. Wenn es wirklich zu dunkel wird, kann man ja mit dem Tempo hinterher nochmal drüber gehen und die Oberflächen ein bisschen säubern. Und in die Vertiefungen bleibt das Washing ja trotzdem drin. Schon mal schön zu sehen, wie da jetzt die schwarze Farbe in die Vertiefungen rinnt. Das ist immer der Moment, wo das Modell einfach zum Leben kommt. Wenn es einfach viel plastischer wirkt und ja, macht schon einiges realistischer. So ein Washing mit Ölfarben braucht immer ziemliche Zeit zum Trocknen, also am besten 24 Stunden oder irgendwie über Nacht trocknen lassen, weil später dann, wenn man die Pigmente anfängt und so, dann kann das ein bisschen schmierig werden, das ist immer nicht so schön. Also man muss wirklich sicherstellen, dass alles trocken ist. So, nachdem wir hier die Hautfarbe haben, bekommen jetzt die Uniformen ihre Bemalung. Da verwende ich von Revell Matt 67 oder auch Matt 66. Je nachdem. Kann man auch mischen oder Hose mit Matt 66 und Hemd mit Matt 67, je nachdem. Einfach um ein bisschen Variation zu bekommen. Das Washing konnte jetzt gut durchtrocknen. Jetzt verpasse ich dem Ding noch ganz leichtes Dry Brushing, nochmal mit Sandfarbe, um einfach die Kanten von dem Modell und die Details dementsprechend ein bisschen hervorzuheben.
bei großen Modellen auch. Werde ich jetzt das Chipping mit einem Q-Tip aufbringen. Und dazu mische ich jetzt erstmal Matt 91 Eisen und Matt 9 Anthrazit zu so einem dunklen Metallton. Dann schnappe ich mir einen Q-Tip, und ein bisschen Farbe ran und dann da die Kanten ein bisschen so betupfen und dann hat man hier die Lackschäden. Das ist einfach und flott erledigt. Muss aber aufpassen, dass es nicht zu viel wird, besonders bei so Modellen im kleinen Maßstab kann man da leicht übertreiben, indem die Chips einfach viel zu groß werden in Relation. Also muss man wirklich ganz sachte machen und lieber wegen weniger, nicht zu viel. Man kann natürlich auch fürs Chipping einen Schwamm verwenden, das ist auch hilfreich für kleine Modelle oder auch für Wargame-Miniaturen, dass man da einfach ein bisschen reintippt und dann kann man das auch auftupfen. Vorteil ist hier, man kann relativ schnell große Flächen bearbeiten und man bekommt auch ein sehr zufälliges Muster von ganz allein. Allerdings kann man da auch mal zu viel erwischen an Farbe und dann hat man so einen Motzklecks drauf, das sieht auch nicht so gut aus. Also da muss man halt ein bisschen Fingergefühl haben. Das eignet sich jetzt zum Beispiel sehr gut hier am Motordeck hinten. Oder auch hier an der Platte seitlich. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei so kleinen Modellen ist die Alterung noch schwieriger, weil einfach die Gefahr besteht, dass man es viel zu schnell übertreibt oder dass die Effekte einfach zu groß wirken für den Maßstab. Ich versuche jetzt hier mal ein paar so Rostspuren anzubringen. Ich weiß aber nicht, ob das so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Ja, braucht man wirklich ganz feinen Pinsel. Ich habe hier von MIG Light Rust Effects und wenn man da ganz wenig hier so auf den Pinsel aufnimmt, dann ist das eigentlich genau richtig. So, als letztes braucht der Panzer noch ein paar Staub- und Dreckeffekte. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich da am besten vorgehe. Ich werde es einfach mal versuchen. Und zwar fange ich jetzt einfach mal an mit der Staubschicht. Dazu verwende ich von MIG Europe Dust. Und das trage ich jetzt einfach mal ohne Fixer auf. Einfach ein paar Pigmente am Pinsel nehmen.
und dann so aufbürsten. Mal gucken, wie es wird. Und hinterher dann natürlich noch ein paar stärkere Schlammreste, aber nur eben am Fahrwerk und so. Aber der Staub ist natürlich überall. Gut, das war schon mal die erste Staubschicht und jetzt brauchen wir hier da unten noch ein paar Schlammablagerungen. Dann nehme ich jetzt hier einfach am Pinsel ein bisschen Holzleim und tupfe das da unten in diese Achsbereiche rein. Einfach ganz unregelmäßig, so wie das in echt ja auch der Fall wäre. Genau, ein bisschen auf die Räder, aber nicht so viel. Am besten so, dass die Grundfarbe später noch durchscheint. Das ist immer so ein guter Anhaltspunkt eigentlich. So, jetzt hole ich mir wieder ein paar Pigmente mit dem Pinsel. Diesmal Dark Matte, auch wieder von MIG. Und das ist einfach ein bisschen peilt. Und bleibt natürlich dann da, wo der Leim ist, auch gut kleben. Und dann hat man gleich ein paar schöne Staub- und Dreckeffekte. So, damit wäre jetzt der Bau von dem Stück 3 beendet. Es kommt jetzt noch eine Schicht mit matten Klarlack, damit die Pigmente drauf bleiben. Im nächsten Video geht es dann um die Dioramen für das Stück und für die leichte Feldhaubitze.